Hey Leute, Gregor von MTB News hier und ich melde mich hier aus dem fast schon sonnigen Schottland und ich hatte hier die Chance in Innerleithen das niegelnagelneue YT Tours Mark IV zu testen und alles, was es über das Rad zu wissen gibt und meine ersten Testeindrücke erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Wenn ihr jetzt denkt, was erzählt er da, ein neues Tours, das sieht doch genauso aus wie das alte, dann habt ihr nicht ganz unrecht, weil der Teufel steckt wie so oft im Detail. Es hat sich einiges geändert, aber bei der generellen Form ist es geblieben. Es ist weiterhin ein Downhill-Bike mit 200 mm Federweg, einem Carbonrahmen und dem von YT bekannten Viergelenker-Hinterbau. Neuerdings könnt ihr jedoch auch ein 27,5 Zoll Hinterrad einbauen, also als Mallet-Bike das ganze Rad fahren. Vorne habt ihr immer ein 29er Vorderrad. Und eben die Wahl, ob ihr 27,5 Zoll am Heck oder 29 Zoll fahren sollt. Das Ganze geht hier unten über so einen Flip-Link. Dazu müsst ihr den Flip-Chip, den ihr vielleicht sehen könnt, umdrehen und außerdem den ganzen Link. Hat den Vorteil, es sind zwar ein paar Handgriffe mehr, aber man braucht keine extra Bauteile dafür. Also alles, was ihr dafür benötigt, ist quasi schon am Rad. Außerdem gibt es einen kleinen Flip-Chip unten am Dämpferauge, mit dem könnt ihr die Geometrie ein bisschen verstellen, den Lenkwinkel so um 0,3 Grad und das Tretlager nochmal 5 mm absenken. Außerdem gibt es auch noch einen Flip-Chip hinten an den Kettenstreben. Damit könnt ihr die Kettenstreben um 5 mm variieren in der Länge. Auch wieder eine ganz coole Sache, ihr braucht wieder keine extra Bauteile. Also ihr kriegt quasi das Rad geliefert und habt nicht noch irgendwie einen Beutel mit lauter Kleinzeug, sondern alles, was ihr benötigt, um die ganzen Änderungen vorzunehmen, ist schon am Rad. Ihr müsst es einfach nur umbauen. Ein Reach-Steuersatz hat YT nicht vorgesehen, aber wie beim Downhill-Bike üblich habt ihr hier ein 1,5 Zoll Steuerrohr drin. Und ihr könnt jetzt einen Reach-Steuersatz einbauen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber extra kaufen und einbauen. Aktuell bietet YT das Tours in zwei Varianten an. Entweder das super edle Core 4, das ich hier fahren konnte und bei mir habe. Das kostet 5.999 €. Ich habe es gewogen, wiegt 16,55 Kilo ohne Pedale. Also echt ein leichtes Rad. Und ja, also noch eine günstigere Einsteigervariante, das Core 2 für 3.999 €. Kommen wir zur Geometrie. YT bietet insgesamt 5 Größen von S bis XXL an, die alle so 2 cm im Reach auseinander liegen. Also da habt ihr echt eine mega krasse Spannweite. Ich bin das Rad in Größe L gefahren. Das bedeutet, wir haben hier im normalen Setting 470 mm Reach, was für mich mit 1,83 Meter sehr gut passt. Ziemlich ausgewogen finde ich. Dazu 440er Kettenstreben, die man wie gesagt noch 5 mm länger machen könnte. Ein 25 mm abgesenktes Tretlager, das auch noch mal 5 mm tiefer kommen kann und einen recht moderaten 63,5 Grad Lenkwinkel. Ist für ein Downhill-Bike schon eher ein bisschen konservativ, muss man sagen. Noch ein paar Worte zur Ausstattung. Ich bin wie gesagt das super edle Tours Core 4 für 5.999 € gefahren. Ja, da ist eigentlich alles dran, was das Downhill-Herz begehrt. Ein Fox Factory Fahrwerk mit der 40 Gabel vorne, einem DHX2 Factory Stahlfederdämpfer, ein Cockpit von Rental, THP, DHR Evo Bremsen, Alulaufräder von Crank Brothers und Maxxis erste Geilreifen mit der weichen Gummimischung und Downhill Casing. Wer ein bisschen sparen will, greift zum Tours Core 2. Das kostet 3.999 €, hat ein RockShox Fahrwerk auf so Base Select Level, also bisschen geringeres Level, nicht die Top-Komponenten, dazu ein GXDH-Antrieb und SRAM DB8-Bremsen. Ich konnte das Tours, wie gesagt, einen ganzen Tag lang hier in Innerleithen fahren. Ein paar von euch kennen den Ort vielleicht schon, war auch mal Teil vom IXS Downhill Cup. Super cooles Trailgebiet mit auch ein paar richtig Downhill-würdigen Trails auf jeden Fall. Alles ein bisschen eher auf der engen Seite, aber richtig gut, um sich mit so einem Rad vertraut zu machen. Ich bin, wie gesagt, ein L gefahren. Kleines Problem gab es, das Rad wird mit einer 425er Feder ausgestattet, geliefert. Die ist auch hier verbaut und es gab auch leider keine Wechselfeder. Mit der habe ich so knapp 31% Sag. YT sagt aber eher so 25 bis 28% wären besser. War also auf der weichen Seite und das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Der obere Teil vom Trail, der war echt steil, hatte viele Kanten und da war es voll okay, weil ich viel Last auf den Händen hatte. Unten, wo es dann so ein bisschen flacher wurde, ein bisschen ausgewaschener, da habe ich dann schon gemerkt, dass das Rad hinten ein bisschen tiefer drin sitzt. Das schränkt das Ganze so ein bisschen ein, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich kann echt viele Eindrücke sammeln. Man muss sagen, ja, YT-typisch ist echt ein Wohlfühlrad. Man braucht jetzt nicht lange Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Ich finde die Geometrie super ausbalanciert. Ich bin es in dem höheren Flip-Chip-Setting gefahren. Das habe ich nicht getauscht, weil ich dachte, dann komme ich ja mit dem Heck noch tiefer, was ich durch die weiche Feder ja eh schon bin. Und dazu habe ich auf ein Mallet-Setup gesetzt. So wird das Rad nicht verkauft. In Größe L kommt es eigentlich mit einem 29er Hinterrad. YT hat es mir jetzt mit Mallet gegeben, das hat auch gut gepasst.
und dem längeren Kettenstreben-Setting. Und so fand ich es eben super ausgewogen. Ich habe mich mega schnell wohlgefühlt. Es hat so ein bisschen gedauert, die Bremsen erst einzubremsen. Ansonsten hätte ich, glaube ich, echt so ab der zweiten, dritten Fahrt richtig Vollstoff geben können. Es war schwieriger, sich an die schottischen Bedingungen zu gewöhnen als an das Fahrrad. Der Rahmen fühlt sich, obwohl es Carbon und echt voluminös ist, jetzt nicht super steif an, auch nicht zu flexi. Wenn man so ein bisschen dran wackelt, dann sieht man schon, wie die Links arbeiten. Aber ich finde, es gibt ein richtig schönes Gefühl. Es gab hier viele enge, richtig steile Anlieger. Wenn man sich da reindrückt, dann merkt man so ein bisschen, wie das Rad sich dem anpasst. Aber echt ein super angenehmer Flex, finde ich. Super tief in die Materie einsteigen konnte ich jetzt natürlich nach einem Tag auf dem Rad nicht. Man kann aber schon sagen, die Komponentenwahl ist wirklich gut getroffen. Es hat alles super funktioniert. Das Rad ist insgesamt recht leise. Irgendwas hat hinten so ein ganz bisschen geklappert. Waren aber nicht die Kabel. Ich denke, es waren vielleicht die Bremsbeläge. Ich habe es nicht gefunden, aber ist, glaube ich, kein Riesenthema. Es ist insgesamt ein leises und sich sehr hochwertig anfühlendes Rad. Die Bremsen haben mega Power. Die Laufräder haben gut gehalten, obwohl es echt ein paar harte Hits wegzustecken gab. Und ich habe mich am Anfang wohl drauf gefühlt. YT hat auch einen Setup-Guide auf der Website, nach dem ihr euch richten könnt. Den habe ich auch genommen und es passt im Prinzip. Ich habe den Rebound ein bisschen schneller gemacht und bin mehr Low-Speed-Compression gefahren, was aber auch so ein bisschen an der Feder liegt. Hängt schon von der Strecke ab, aber die Werte könnt ihr auf jeden Fall für einen Einstieg nehmen. Auf der Bremse ist mir jetzt kein irgendwie extremer Pedalrückschlag oder irgendwas aufgefallen. Die Teamleute fahren teilweise ein O-Chain, Wally Höll ist ja auch mit so einer Kettenlenkung unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass es hilft. Müsste man jetzt noch mal gegeneinander fahren, aber es ist insgesamt irgendwie ein sehr neutral zu fahrendes Rad. Das es irgendwie schwer macht, es zu beschreiben, weil es sich eigentlich überall sehr vorhersehbar und angenehm anfühlt. So zumindest jetzt der erste Eindruck nach einem Tag auf dem Rad. Das war es jetzt zu meinen ersten Eindrücken von dem Rad. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, dann guckt wie immer bei uns auf die Website. Gibt es einen super ausführlichen Artikel, der euch hier unter dem Video verlinkt wird. Und ja, lasst uns in den Kommentaren auf jeden Fall Feedback da. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Es sind die ersten Fahreindrücke, es werden wahrscheinlich noch mehr folgen. Und ja, lasst ein Like da, folgt dem Kanal, gibt hier viele interessante Tests und würde mich freuen, euch hier auf dem Kanal wiederzusehen.